Maske aufzusetzen. So, jetzt kümmern wir uns einmal ums Segel, weil sich das ja nicht mehr so toll eintragen lässt. Und deswegen lockern wir jetzt erstmal das Fockfall und schauen, ob es daran liegt, dass einfach das zu arg durchgespannt ist. Ich verrate mal so viel, das war noch nicht die Lösung des Problems. Das begleitet uns jetzt noch bis in die nächste Folge rein. Für den heutigen Tag war geplant, nochmal ein kleines Stückchen zurückzufahren. In Richtung Lotseninsel, also den Anfang der Schlei. Weil für die nächsten Tage ein bisschen mehr Wind angesagt war, wollten wir dann dort in dem kleinen Hafen an der Lotseninsel abwettern und die Insel für ein bisschen erkunden. Segelschlag von unserer Ankerbucht im Ölpenitzer Nord, genau, sind wir jetzt angekommen vor 1-2 Stunden hier im kleinen und beschaulichen Hafen von der Schleimündung. Und das hier ist die Lotseninsel, ist ein Naturschutzgebiet, man kommt hier nur mit einem Boot hin, Ausflugsboot hier oder eigenes Boot. Und das wird jetzt ganz schön, weil jetzt kommen keine Touristen mehr, wie in Brioni quasi. Und jetzt haben wir quasi mit den anderen Seglern hier diese Halbinsel für uns alleine. Und vielleicht finden wir ja noch ein paar Tiere und können die Natur genießen. Was machst du denn? Ricarda, was machst du hier? Ich schaue nach Schweinszahlen aus, weil wenn die See glatt ist, dann man kann von der Lotseninsel, wenn man Glück hat, Schweinszahlen sehen, Cool. Von hier aus sieht es schon mal fantastisch aus, fast ein bisschen eben so karibisch, wenn man rüberschaut. Dann sieht man so einen Sandstrand. Da drüben ist das sogenannte Lotsenhaus. Waren früher die Lotsen. Stehen jetzt am Leuchtturm grün-weiß, der war mal schwarz-weiß. Und dann ist dieser naturbelassene Abstrich, Strandabstrich. Und hier haben wir dann die sogenannte Giftbude der Gift etwas. Da bekommt man was zu essen. Und hier stehen wir jetzt vom Lotsenhaus und da haben früher, wie schon gesagt, auf der Lotseninsel die Lotsen gewohnt. Und heute sind ja keine Lotsen mehr auf der Insel und deswegen ist es jetzt ein Haus, wo Seminare stattfinden und Kurse und so. Sieht aber noch immer sehr schön aus. Total. Was haben wir gerade entdeckt da hinten? Die haben da tatsächlich eine Sauna. Klar, in Corona-Zeiten nicht, aber ansonsten da hinten. Und was haben wir noch festgestellt? Es ist eine wunderschöne Insel. Wir haben dazu einiges ja gelesen. Aber es ist wirklich sensationell. Da hinten ist die Giftbude, der giftet was. Und hier ist dieser kleine Naturhafen, ein Traum.
Hier gibt es eine Minigolfanlage, selbst gemacht natürlich. Und die spielen wir jetzt. Total netten Hafen hat die. Also wir sitzen jetzt hier in unserem Saloon und essen gemütlich Wraps, während wir heute in den Hafentag machen, weil es ein bisschen Wind hat. Jetzt hat es gerade, wir sind so bei 30 Knoten Mittelwind ungefähr und es hatte gerade 47,6 Knoten. Jetzt sind es so 34, aber deswegen sind wir auch heute da und machen erstmal nichts. Nachher sind wir noch ein bisschen auf der Insel, aber heute ist erstmal Hafentag. Ablegen konnten wir dann erst wieder am nächsten Tag bei besserem Wetter. Dann ging es für uns einmal weiter die Schlei abwärts in Richtung Kappeln. Ich hin und dann lenken wir im Auto. Du musst jetzt wieder vorne gucken und dann. Also, wir sind jetzt auf dem Weg von Schleimünde nach Kappeln und wir haben gerade hier Marsholm auf der Steuerbordseite passiert und hier kommt jetzt so eine kleine Linksdrehung und dann müssen wir schon in einem ziemlich schmalen Teil der Schlei sein. Ich glaube 300 Meter voneinander ist es weg, an der schmalsten Stelle dort in Kappeln und dann müssen wir gucken, dass die Kappeln Bridge, also die Brücke in Kappeln, das ist so eine Hebelbrücke, dass die zum richtigen Zeitpunkt aufmacht, weil sonst müssen wir wieder eine Dreiviertelstunde warten und das wollen wir nicht. Aber es sollte hinhauen. Also jetzt ist es so gut, ein bisschen mehr als 5 Minuten vor der Öffnungszeit der Brücke, dann ist sie 15 Minuten wieder offen. Und wir wollen natürlich pünktlich da sein, weil die Brückenzeit zu verpassen, das wäre jetzt ein bisschen blöd. Aber das schaffen wir ganz gut, deswegen haben wir jetzt noch mal den Motor angeschmissen, weil Fogg alleine oder Segel, das wird jetzt ein bisschen knapp. Aber so mit dem Speed schaffen wir es ganz gut. Und dann fahren wir da gleich durch. Die Brücke hat ja Leuchtsignale und momentan ist es 2 rote nebeneinander und oben ein weißes oder beziehungsweise gelbes. Und das heißt, dass es zwar jetzt noch geschlossen ist, aber dass man sich vorbereiten soll auf die Öffnung. Und in ein paar Minuten wird dann jetzt ein grünes Signal sein und dann können wir durchfahren. Nach vorne, das ist so eine Zwischenstellung, aber das merkt man hier, jetzt ist der Hebel. Ich sag, wir haben Strömung mit uns, heißt, wir haben Strömung, die von dort kommt. Genau, aber in 2 grün, ein weiß oder gelb ist halt, dass wir auf Gegenverkehr achten müssen, aber durchfahren dürfen. Natürlich über Steuerbord ist natürlich.
Gastlieghafen Kappeln und wir haben uns aber den Museumshafen zum Anlegen ausgedacht, weil wir dann auch ein bisschen Schiffe gucken wollen. So einen historischen Hafen mal anlegen, das steht immer noch auf dem Plan. So, da im Museumshafen jetzt kein Platz war, haben wir jetzt hier einfach das Boot schnell abgestellt und einfach schnell geankert. Das war nur eine Festsperr und fahren dann halt schnell mit dem Ding hier rüber. Alles geschickt, dass wir es einfach so abstellen konnten. So haben wir es dann auch gemacht. Wir haben das Ding gepackt und Kurs in Richtung normalen Stadthafen genommen. Einfach geil ausgefunden, ja. Alles klar, Schlade, macht Spaß? Ja. Mal einmal rein. Im Hafen haben wir noch einmal schnell das Ding geparkt, bevor wir dann zu Fuß in Richtung Innenstadt von Kappeln gegangen sind. Wenn eine Inzidenz von 8 macht. Kappeln ist wirklich ein nettes, buntes und zu der Jahreszeit auch wirklich lebendiges Städtchen. Uns war es doch aber ein kleines bisschen zu voll, lag wahrscheinlich auch ein bisschen an Corona. Aber trotzdem hat es uns voll gefallen dort. Nach einem kleinen Spaziergang haben wir dann doch wieder Heimweh auf unser Boot bekommen, haben dann das Ding hier vom Parkplatz abgeholt im Hafen und wieder zurück. Wir sind dann wieder zurück in Richtung Boot gefahren. Wir kommen von einer kurzen Stippvisite von Kappeln wieder zurück. Dort haben wir ja vor der Brücke noch geankert. Und jetzt möchten wir ins Noor Richtung Arnis weiterfahren und dort in den Hafen von der Wassersportgemeinschaft Arnis gehen. Hier in Arnis geht es dann auch in der nächsten Folge weiter, in der wir uns erstmal um unser Vorsegelproblem kümmern und dafür sogar einmal in den Mast steigen müssen. Natürlich schauen wir uns auch die kleinste Stadt Deutschlands an. Bevor wir dann weiter die Schlei abwärts fahren. In Richtung Ende der Schlei fahren und dort auch ankommen werden.